Hallo, ich bin Philipp und heute ich diskutiere und informiere über meine Heimstadt San Francisco. Ich habe in San Francisco schon für 16 Jahre gelebt, bis ich hier in Arizona gezogen habe für die Schule. Es ist meine Lieblingsstadt in der Welt und ich habe nach viele andere Städte schon gesehen, in Amerika und in Europa. Und ich denke auch, das ist noch das beste Stadt in der Welt. Und viele andere Leute denken es auch, weil San Francisco ist das meistens besuchte Stadt in der ganzen Welt. Wir haben viele Touristen, weil es ist so eine wunderbare Stadt mit so viel zu tun. Jeder kann was finden. So, ich werde heute sprechen über meine Lieblingsplätze in Stadt und mein Lieblingsessen. Das geht nur in San Francisco. Und ich diskutiere nur über was kommt zum Kopf. So, zuerst, das sind viele Plätze für Touristen zu gehen, aber auch für Leute, die in San Francisco wohnen. So, das sind Plätze so wie das Gefängnis Alcatraz. Das war schon für 40 Jahre geschlossen, aber das war vorher ein Gefängnis für ganz böse Leute. Das ist eine kleine Insel in der Mitte von das Wasser und das Wasser da herum ist ganz wild und das ist ganz schwer zum raus ausbrechen aus dem Gefängnis. Aber da war 4 Männer, das hat rausgebrochen, wenn es noch ein Gefängnis war und die war niemals gefunden. So, vielleicht wohnen die noch. Ein anderer Platz, das ganz viele Leute in Touristen gehen, ist das Fisherman's Wharf. Das ist, das ist nicht auf Strand, das ist mehr für Schiffe und sowas zum Reinfahren. Und da ist ganz gutes Essen da, so Dinge wie Clam Chowder. Ähm, Das ist einer von meinen Lieblings. Frisches frisches Fisch jedes Tag. Und wir haben ganz viele Aktivitäten. Jedes kleine Pier hat eine andere Aktivität. So, du kannst angeln gehen und nur da runtergehen, sagen, ich möchte angeln heute und da ist ein Fischermann und der nimmt dir raus. Oder du kannst auf ein Restaurant gehen. Die haben auch viele Seelo Seelöwen. Das ist ganz interessant für Touristen. Wir haben 100 Seelöwen. Das kommen und die setzen nur ähm, auf die kleine Dache und die hauen nur den ganzen Tag. So, das ist lustig. Ein anderes Ding, das Leute magen ganz gern natürlich, ist das Golden Gate Bridge. Das ist eine ganz lange Brücke. Das ist nicht das lange in San Francisco, aber das ist das größte Iconic Brücke. Das war in 1937 gebaut und das ist wie das Statue of Liberty in New York. Wir haben in San Francisco das Golden Gate Brücke. Ähm, Und das ist ganz interessant. Du kannst das ganze Ding laufen. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber es ist ein bisschen kalt da oben und das ist ganz windig. Aber das ist noch Spaß. Und wenn du hast Familie, das kommt rein in die Stadt oder Freundin, alle möchten das einmal schon sehen. So, das ist cool und das ist gut für Bilder auch. In San Francisco, wir haben auch Cable Cars, ähm, Kabel, Kabel Trolley, ist das? Und die sind ganz interessant, weil die nicht in die ganze Stadt gehen. Meiste Leute denken, dass Cable Cars überall in San Francisco Stadt gehen, aber die machen das nicht. Die gehen nur auf eine Seite von Stadt. So die gehen von Fisherman's Wharf nach oben im Downtown und Chinatown und nur in das äh, von dem Norddistrikt von der Stadt. Aber die sind auch Spaß. Du kannst nur du kaufst ein kleines Ticket und dann kannst du den ganzen Tag fahren.
Das macht viel Spaß, die kannst du anhängen, da ist kein Anhänger oder sowas und es geht ganz stief, das sind ganz tiefe äh, Berge in Stadt und so, du kannst auch ganz nah vorne von Cable Car Stand, Trolley stehen und wann es da runter geht und aufgeht und sowas und das ist auch gut für Bilder. Eine von meinen Lieblingsplätze in ganzer Stadt ist das Golden Gate Park. Das ist ein großer Park, so wie Central Park in New York auch, aber noch größer dann in New York. Das hat so viele Sachen da drin, Museum, die haben auch ganz viele große Konzerte und jeden Jahr, die haben, das heißt Outside Lands und das ist ein ganz großes Festival für Musik und das geht für 4 Tage und das ist viel Spaß. Du kannst Fahrrad fahren, das ist so ein großer Park und viele Leute gehen da rein. Das ist eine Seite fängt an am Strand, am Westküste und das geht ganz durch bis Haight-Ashbury, wo Jimi Hendrix und sowas hat angefangen und die Beatles. Und das ist, wo das endet. Und das ist ungefähr über 5000 Acres. So, also ziemlich groß. Und da ist immer was zu tun. Ich gehe da nur am Wochenende und kann hinsetzen, ein bisschen Sonne, ein Bier trinken oder sowas. Und das macht ganz viel Spaß. Auch mit Freunden, du kannst dann Fußball spielen oder was du willst. Ganz großer Park, kannst immer was da drinnen finden. So, mein letztes Ding, das ich will übersprechen, ist, dass äh, die viele Brücken und die Seiten von Stadt. Was viele Leute denken, ist, dass San Francisco, wenn Leute sagen San Francisco, die denken nur von Golden Gate Bridge, Alcatraz, sowas. Aber das sind 4 verschiedene Brücken, das aus der Stadt geht, weil das auf nicht eine Insel, aber ein Peninsula ist. Und so, das Golden Gate Brücke geht nord, da ist das Baybrücke, das ist neu gebaut. Das geht west, das Dumbarton Bridge, das geht auch west. Und das San Mateo Bridge, und das geht auch west. Und es geht nur süd durch das Wasser. Die sind alle ganz lang und die nehmen ihr zu wo ich wohne am anderen Seite von Stadt. Und die sind immer ganz gut aufgehoben und lang und viel, ich benutze die oft. Und die sind auch ganz iconic für das Stadt, weil genau wie in New York, wir haben das Brooklyn Brücke, Washington Brücke, wir haben auch unsere Brücke in San Francisco. Aber insgesamt, San Francisco ist das beste Stadt in der Welt, in meine Gedacht, und ich will alle dahin ziehen, besuchen. Danke.